Ich wollte eigentlich noch ein letztes Video für dieses Jahr drehen, weil ich den Rest des Jahres bis Weihnachten eigentlich gar keine Zeit mehr dafür habe. Und habe mir das Thema rausgesucht, die V60 von Märklin, beziehungsweise die 3064 und die 3065 von Märklin. Auch rausgekommen schon in den 60er Jahren, sozusagen aus meiner Jugend, ein kleiner Klassiker. Ich habe beide Lokomotiven hier und dachte, da mache ich ein schönes Video drüber. Das wird sich ja lohnen, allerdings wird aus diesem Video jetzt eher ein Hilfevideo, denn das Ganze ist anders gekommen, als ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte die Gelegenheit schon im April, könnt ihr hier oben an dem Datum sehen, für 10 € eine 3065 H0 als Defekt für Bastler zu erwerben. Und da dachte ich mir, da kannst du ja nichts falsch machen. In der Regel sind bei den Lokomotiven ja dann die Motoren fest, beziehungsweise die Getriebe verharzt oder der Anker verharzt und der Rest ist eigentlich ja relativ einfach wieder hinzubekommen. Ich habe die Lokomotive dann mal hier aus der Packung geholt, habe sie auf die Schiene gestellt und dann wie immer das Typische, die Lichter brennen, wenn man Travo aufdreht, die Lokomotive bewegt sich nicht, sie schaltet aber und bewegt sich dann auch nicht in die andere Richtung, also war ich immer noch davon überzeugt, dass hier wahrscheinlich einfach nur alles verharzt ist. Das gleiche dann logischerweise mit abgenommenem Gehäuse, die Lichter werden hell, sie schaltet und bewegt sich nicht. Ich bin dann hingegangen, die übliche Prozedur, alle, die schon mal eine Märklin-Lok auseinandergenommen haben, kennen das ja. Zuerst die Bürste und die Kohle hier an der Seite raus, dann die beiden Schrauben vom Motorschild ab und dann Motorschild und Feldmagnet rausgezogen. Und mit der Zange löse ich dann den Anker, der hier dann verharzt ist und richtig fest sitzt. Und nachdem der Anker draußen ist, ist es dann eigentlich in der Regel so, dass das restliche Getriebe und die Zahnräder im Grunde damit schon frei sind. Bei der Lokomotive ist das jetzt aber anders. Das heißt, diese Lokomotive lässt sich ungefähr eine Viertelradumdrehung nach hinten drehen und teilweise auch wieder nach vorne drehen. Und dann hakt das Ganze. Und auch nach mehrmaligen Versuchen ist das nicht besser geworden. Ich bin dann erstmal hingegangen und habe das Gestänge abgenommen, weil ich dachte, hier klemmt vielleicht irgendwas. Und da man ja nicht beide Seiten gleichzeitig sehen kann, war das für mich jetzt erstmal die naheliegendste Lösung. Aber auch nachdem das Gestänge abgenommen ist, ändert sich nichts. Das heißt, immer ungefähr eine Viertelumdrehung in die eine Richtung, dann hakt es, dann hat man das Gefühl, es löst sich ein bisschen, aber in dem Sinne hat man immer wieder eine Blockade drin. Ich habe mir dann die einzelnen Zahnräder mal angeguckt, weil ich dachte, da müsste jetzt theoretisch ein kleines Zahnrad sein, was hier vielleicht irgendeinen Zahn raus hat und das Ganze dann ungefähr einer Viertelumdrehung von den Rädern entspricht. Habe mir das aber von oben, unten, innen angeguckt und habe das mehrmals durchgedreht und habe hier gar nichts gefunden. Das heißt, die Zahnräder sehen für mich eigentlich auf den ersten Blick alle in Ordnung aus. Ich bin dann hingegangen, habe den Anker wieder eingesetzt, das Ganze auch noch ein bisschen geölt, damit das sauber läuft, habe das mit der Hand gedreht, dann ging das besser und die Lok dann auf die Schiene gestellt und sie fährt jetzt. Aber nicht so wirklich freiwillig. Also man hat das Gefühl, man muss den Travo ziemlich weit aufdrehen, dann ist sie am Stottern, sage ich mal, am Ruckeln. Umschalter funktioniert, Rückwärtsgang manchmal nicht, manchmal funktioniert er. Das Ganze war jetzt auch noch ohne das Gestänge, das habe ich erstmal weggelassen. Und nachdem ich das Gestänge wieder aufgesetzt habe und das Gehäuse aufgesetzt habe, hat man den Eindruck, dass es sich eigentlich noch schwerer tut, dass hier irgendwas klemmt. Das Ganze erstmal hier mit relativ hoher Geschwindigkeit und dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Aber sobald ich die Geschwindigkeit runternehme, und man hört es vielleicht auch am Geräusch, das ist so ein Rattern, was bei einer Lokomotive, die im normalen Zustand sich befindet, eigentlich nicht auftritt. Und deshalb jetzt meine Frage an euch, bevor ich diese Lokomotive komplett irgendwie zerlege und alle Zahnräder ausbaue, die Achsen abziehe und sonst was mache. Hat irgendjemand eine Idee? Von meinem Empfinden her würde ich sagen, auch wenn ich die Lokomotive mal von Hand durchdrehe, dann fühlt sich das für mich an, als wenn irgendwas mit dem Zahnrad nicht stimmt. Beim Umschalten ist es teilweise so, gerade in die Rückwärtsrichtung zu gehen, dass die Lokomotive das eine oder andere Mal einfach nur steht, nach einem neueren Umschalten sie auf einmal wieder fährt und von meinem Empfinden entweder ein Zahnrad durchdreht oder irgendwo blockiert. Aber von der Optik habe ich nichts gefunden. Deswegen hat jemand schon mal so was Ähnliches gehabt oder kann jemand sagen, das müsste eigentlich das oder das sein, dass ich hier im Grunde genommen nicht hingehe und die Lokomotive dann auf gut Glück komplett zerlege, sondern kann mir hier irgendjemand einen Tipp geben. Denn dann würde ich mich erstmal der Reparatur der Lokomotive widmen, bevor ich hier ein Video drüber mache. Denn wäre für mich schon der Ehrgeiz da, dass die Lokomotive auch im Video nachher ordentlich fährt und natürlich für mich später dann auch weiterhin in Ordnung ist.
Deswegen wäre super, wenn ihr einen Tipp habt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche das dann hier auf die Reihe zu kriegen und umzusetzen. Meistens kommen ja jede Menge Tipps und ich hoffe, dass dann irgendeiner bei meiner Lokomotive zutrifft. Vielleicht hat der ein oder andere ja schon Ähnliches gehabt und es gibt eventuell eine ganz einfache Lösung. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.